Wir sind in Morrigans Hütte aufgewacht und ja, haben gerade eine ziemliche Hiobsbotschaft erfahren. Schlüssel erforderlich, na super. Hast du nicht vielleicht einen Schlüssel? Ja, und jetzt gucken wir mal, wie Alistair das Ganze verkraftet hat. Laut Morrigan nicht sehr gut. You must speak to Mother, then be gone. You have an army of Darkspawn to avoid, and 'twould be best to get an early start. Ja. Waren meine Verletzungen schwer? Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. Okay, weil wir ein grauer Wächter sind. Naja, das hatten wir schon. Warum will eure Mutter mich sehen? Weiß ich gar nicht, ob wir sie das schon gefragt haben. I do not know. She rarely tells me her plans. Okay. Übrigens, Morrigans Gesicht sieht in der Originalversion etwas anders aus. Nicht ganz so hübsch und nicht ganz so detailliert. Das macht Dragon Age redesigned, dass sie ein bisschen, ja, soll ich sagen, nicht ganz so eckig aussieht. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Na gut, danke für eure Hilfe. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. Okay. I will stay and make something to eat. Yay. Na dann, gehen wir mal raus. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Der arme Junge, der tut mir so leid. Es geht mir gut, aber danke für eure Sorge. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? Das klingt jetzt nicht so, als würde sie nur ein bisschen von Magie verstehen. Genau, wir kennen Flemeth, weil wir wohl gut belesen sind. Wenn ihr Flemeth seid, müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Sie wirkt nicht so, als würde sie darüber reden wollen, aber wir bohren einfach mal nach, denn wir sind ja neugierig. Must I? Age and power are relative. It depends on who is asking. Compared to you, yes, on both counts. Then why didn't you save Duncan? He was our leader. I am sorry for your Duncan, but your grief must come later. In the dark shadows before you take vengeance, as my mother once said. Duty must come now. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? Ja, da hat sie recht. Ja, und dank Logan ist das Land alles andere als vereint. That doesn't make any sense. Why would he do it? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The archdemon. Was könnte sich der Terran, also Logan, von seinem Verrat am König erhoffen? The throne? He's the Queen's father. Still, I can't see how he'll get away with murder. You speak as if he would be the first king to gain his throne that way.
Grow up, boy. If Al Eamon knew what he did, he would never stand for it. The Landsmeet would never stand for it. There would be civil war. Ja, nur die wissen nichts davon. Glaubst du, der Aal wird eher uns Glauben schenken als dem Terran? I suppose. Al Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Okay. Ja, gut, das stimmt schon. Vergesst nicht, dass auch Logan ein Ehrenmann war. The Owl would never do what Tan Loghain did. I know him too well. I still don't know if Al Eamon's help would be enough. He can't defeat the Darkspawn Horde by himself. Das stimmt. Es gibt doch bestimmt noch andere Verbündete, an die wir uns wenden können. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Arl Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? Naja, klar, so einfach wird es nicht, aber es hält uns nicht davon ab, es zu probieren. Also, warum nicht? Genau das tun Graue Wächter doch, oder? So you are set then, ready to be Grey Wardens. Ich nehme nicht an, dass ihr uns noch mehr helfen könnt, oder? Now that you mention it, I do have one more thing to offer. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Okay, Danke, aber Morrigan will sich uns nicht anschließen. Denke ich mal. Her magic will be useful. Even better, she knows the wilds and how to get past the Horde. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Das ist aber eine Bezahlung, okay. Hattet ihr das schon die ganze Zeit vor? Pardon me, but I had the impression that you two needed assistance, whatever the form. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the blight. Even I. I understand. And you, Wardens, do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Ja. Ja, gut. Das kann ich schlecht versprechen, also ich verstehe. Allow me to get my things, if you please. Nun. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. 'Tis not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Sie ist ja relativ bereitwillig dann doch mitgekommen.
Ich habe mit euch keine Probleme, solange Alistair auch keine hat. Aber Fragen haben wir auch noch, ne? From the way he glares, I imagine that answer is clear. Do you really want to take her along because her mother says so? Naja. Gebt euch schon einen Ruck, Alistair. If you worry that I will summon demons and transform into an abomination, I assure you I will at least wait until you are not looking. I feel better already. Okay, ich hätte dann noch ein paar Fragen. I may have answers. Ask. Seid ihr wirklich Flemeths Tochter? 'Twas she who raised me, and thus I consider her my mother, born from her womb or not. 'Tis what you meant, yes? Ich frage mich halt nur, wie alt sie ist. She would no more tell me than you, I assure you. Wart ihr jemals außerhalb der Wildnis? From time to time, I have been to the village I mentioned. Wondered what curious Entschuldigung. beings they are. On occasion, I purchased goods from the village merchants. There I spoke with men a little. There they stared and knew me as an outsider. Mother wishes for me to expand the horizon of my experience beyond the wilds. Even she was not born here. Und wollt ihr das auch? What I want is to see mountains. I wish to witness the ocean and step into its waters. I want to experience a city rather than see it in my mind. So, yes, this is what I want. Actually, leaving is harder than I thought, however. Perhaps Mother is right. It must simply be done quickly. Also sie möchte das schon. Sie möchte gerne Experience. Dann ist das ja schon mal ein schöner Sprung ins kalte Wasser jetzt. Besser hätte es nicht laufen können, was? Okay. Über welche Fähigkeiten verfügt ihr denn genau? I know a few spells, though I am nowhere near as powerful as Mother. I have also studied history and your Grey Warden treaties. Can you cook? I can cook, yes. Dann könnte ich ja Alistair ablösen. Right, my cooking will kill us. That's all I meant. I also know at least 15 different poisons that grow right here in this marsh. Not that I would suggest 'tis at all related to cooking. Cool, dann kannst du uns ja ein bisschen was beibringen über Gifte. Vielleicht hat sie ja Ahnung von Giften, das wäre sehr praktisch. Erzählt mir doch mal was von dem Dorf im Norden, das ihr erwähnt habt. 'Tis a small place of little consequence called Lothering. No more than a stop along your imperial highway where travellers purchase goods from local farms and smiths. I would go more often were it not for the town's chantry. It makes the village particularly intolerant and unpleasant for a stranger such as me. Okay. A chantry. And they never in all this time thought that maybe you were a witch. Of course they have. They even called out their Templars once. They found nothing. Naja, Goat. Goat? Was? Wie komme ich jetzt auf eine Ziege? Naja, gut. Der Grund wird wahrscheinlich sein, dass es dort Ausrüstung gibt, was? I mention it for its tavern, where travellers gather with news from other places. Ah. 'Tis small enough that our appearance might go unnoticed. Beyond that, 'tis close, and I know the way. Okay, wie kommen wir an der Dunklen Brut vorbei? The real question is how we are going to get your friend past the Darkspawn, is it not? That's true. We can sense the Darkspawn. Conversely, they can sense us. Ich spüre keine Dunkle Brut. You won't right away. No. It takes time. We should be able to sneak past smaller groups, but larger ones, or particularly intelligent Darkspawn, will always detect us. Mother has given me something else for them to smell instead as we pass by. 'Tis important we head out of the wilds, however, not farther in. Okay, Ersatzduftstoff. Die Dunkle Brut lagert tiefer im Wald. They come from underground, like an eruption.
They broke through deep within the forest, and that is where they will be most concentrated. Okay, gut. Dann sind wir fertig mit Fragen. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Nun. Okay. Oh, wir haben schon mal von Morrigan 2+ und von Alistair 4+ bekommen. Das ist jetzt übrigens eine Art Reputationssystem, wenn man so will. Die sind uns dann negativ oder positiv gestimmt. Es kommt je nachdem drauf an, wie man mit ihnen redet. Und das ist natürlich nicht von vornherein klar, ob sie das mögen oder nicht. Da muss man dann sich überlegen, was sie mögen könnten. Wenn man denn will, dass sie einen mögen. Okay. Wir haben ein paar neue Kodex-Einträge bekommen. Flemeths, ihr sollt überhaupt nichts glauben, schon gar nicht. Der Legende nach nahm Ban Conobar vor sehr langer Zeit eine wunderschöne junge Frau zur Gattin, die magiebegabt war. Das aber geheim hielt. Flemeth aus High-Ever. Eine Zeit lang lebten sie glücklich miteinander, bis der junge Dichter Außen auftauchte, der das Herz der Dame mit seinen Versen eroberte. Die beiden ersuchten bei den Stämmen der Chesind um Hilfe und versteckten sich in der Wildnis vor Conobars Zorn, bis sie schließlich die Kunde erreichte, dass Conobar im Sterben lag. Sein letzter Wunsch war, Flemeths Gesicht noch einmal zu sehen. Die Liebenden kehrten zurück, doch es war eine Falle. Conobar tötete Außen und sperrte Flemeth im höchsten Turm der Burg ein. In ihrer Trauer und Wut wirkte Flemeth einen Zauber und beschwor einen Geist in diese Welt, um sich an ihrem Gatten zu rächen. Aber ihre Rache verlief anders als geplant. Der Geist ergriff Besitz von Flemeth und verwandelte sie in eine Abscheulichkeit. Wahnsinnig und böse tötete sie Conobar und all seine Männer und floh zurück in die Wildnis. 100 Jahre lang stahl Flemeth Männer von den Chesind und zeugte mit ihnen monströse Töchter, die Menschen vor Furcht tot zu Boden sinken lassen konnten. Diese Korkari-Hexen führten eine Armee der Chesind aus der Wildnis gegen die Stämme der Alamari an. Sie wurden jedoch von dem Helden Cormac besiegt und allesamt verbrannt, so hieß es. So heißt es. Doch bis heute munkelt man in der Wildnis, dass Flemeth immer noch dort lebt und mit ihren Töchtern alle Männer dahin rafft, die ihnen zu nahe kommen. Morrigans Mutter rettete den letzten Grauen Wächtern auf der Spitze des Turms von Ishal das Leben. Aber wer oder was Flemeth wirklich ist, bleibt ein Geheimnis. Alistair. Seine Mutter war ein Dienstmädchen und starb, als Alistair noch sehr klein war. Eine Zeit lang zog ihn Eamon Garin auf, der Aal von Radcliffe. Okay. Also das wird halt dann immer weiter ausgeschrieben, je nachdem, was man über den Charakter erfährt. Aal Eamon Garin. Der Adel ist nicht ohne Verpflichtungen. Wir schulden alles, was wir haben, sogar unser Leben, unserem Land und unserem Volk. Aal Eamon ist als König Calens Onkel einer der engsten Vertrauten des Königs. Radcliffe ist zwar weder ein besonders großer noch ein reicher Teil von Ferelden, liegt aber an einer strategisch entscheidenden Stelle. Die Festung bewacht den Pass im Westen, der nach Orlais führt und auch die Haupthandelsroute mit Orzammar bildet. Der Aal wird von allen respektiert, ist allerdings nicht wirklich eine Führungspersönlichkeit. König Calen hat einmal über ihn gesagt: Mein Onkel Eamon ist ein Mann, den jeder sehr schätzt, sofern er sich an ihn erinnert. Okay. Morrigan. Ihre Mutter behauptet, Flemeths zu sein. Falls das wahr ist, könnte Morrigan eine enorm mächtige Hexe sein, denn Berichten zufolge sind Flemeths Töchter böse, monströse Frauen, die allein durch Furcht töten können. Sie sollte die überlebenden Grauen Wächter begleiten, im Ausgleich dafür, so Flemeth, dass sie deren Leben beim Turm von Ishal gerettet hatte. Okay. So, wir haben jetzt bei den Charakteren hier unten einen Vertrauensbalken. Das Gruppenvertrauen verändert sich mit Entscheidungen zur Handlung und Geschenken. Ein hohes Vertrauen bedeutet Kampfboni und mögliche Romanzen, wohingegen niedriges Vertrauen bedeuten kann, dass ein Gruppenmitglied dich verlässt. Genau. Dann wollen wir doch mal schauen. Morrigan und er mögen sich wahrscheinlich nicht besonders. What do you need? Okay, wir fragen mal kurz, ob er über Duncan sprechen will. You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did.
Er war für euch wie ein Vater, das verstehe ich. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. Naja, du hast ja nicht die Kontrolle verloren in dem Sinne. Ja nun, vergessen wir es einfach. Ich finde nicht, dass es einen Grund gibt, sich zu entschuldigen, denn er hat ja gekämpft und im Prinzip ist ja nichts schiefgegangen wegen seiner Trauer bisher. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. Ich weiß nicht, ob er das so gesehen hat, aber... Er hatte euch. I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him, in the battle. I feel like I abandoned him. Er hat euer Leben gerettet, indem er euch zum Turm schickte. Yes, I know. I think he came from High-Ever, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Have you had someone close to you die? Not that I mean to pry, I'm just... Haben wir schon mal jemanden verloren, der uns nahe stand? Naja, Joan, ne? Joan ist zwar nicht unbedingt tot, aber er ist für uns sozusagen gestorben. Und wir haben natürlich auch unsere Verwandtschaft bei den Dalish verloren. Also ja, ich habe genug verloren, um mitempfinden zu können, was ihr gerade durchmacht. Yes, I imagine you really have, haven't you? Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Yay. Vielleicht werde ich euch dann nach High-Ever begleiten. I'd like that. So would he, I think. Oh, Morgan mochte das auch. Sie hat ja zugehört. Ja, ich weiß nicht, ob wir mit The ihr time has nochmal... come to leave the wilds. Do you not agree? Doch, doch. Alles gut. Können wir denn hier noch irgendwas tun? Ich meine, diese Truhe mit dem Schlüssel. Können wir mit Flemeths Have you nochmal not reden? left yet? I hope you are not hanging about for some stew. Könnt ihr mir ein paar Fragen beantworten? Questions. One would think a Grey Warden would be more interested in action. Könnt ihr mir was über eure Magie erzählen? Looking for new spells. Secrets you think old Flemeth has cooked up over the years. Nun. Well, they're of no use to you without years of practicing my ways. I am not like your circle with its books, you see. Not that I would mind a replacement daughter to order around. Nun. Believe me, you do not want that. Wie lange lebt ihr denn schon hier in der Wildnis? Since before I was wrinkled and old. Ah, you may think it strange, but I was once young and beautiful, just as Morrigan is now. Yes, men desired Flemeth then, and some even killed for her. Okay. Das klingt nach der Legende, die wir eben gelesen haben. Seid ihr sicher, dass sie nicht einfach vor Angst gestorben sind? You will need that smart mouth for more than asking me silly questions. Was werdet ihr tun, wenn wir weg sind? Have a moment's peace for once. I hear the peace of the grave is eternal. This is the thanks I get for feeding you and putting up with you for this long. Ah, may your child one day treat you the same. Feed me, she says. Without me, I swear, she shall be caked in dirt and eating tree bark inside of a month. Oh oh. Habt ihr einen Rat für mich? About the Darkspawn? Alles. Then hear this.
I laugh at a world full of stupid humans who ignore the Blight's evil and abandon their vigilance to chase mortal goals. Remember, it is up to you to destroy the Blight. Pray not for someone else to destroy it. It will always nip at your heels. Boy. Okay, das war mal eine Ansage. Then we are done. Now, if you will excuse me, I have some dinner to eat. Ja, okay. Danke dafür. Da geht es raus und hier ist nichts mehr. Soweit ich das sehe. Ist nur Sumpf. Dann mal los. So, das ist die wunderhübsche Weltkarte. Wir sind bei Flemeths Hütte. Was zur Hölle ist das? Ich habe keine Ahnung. Offene Welt. Jetzt komme ich irgendwie nicht wieder... Hallo? Hallo? So. So ist richtig. Also, wir sind bei Flemeths Hütte. Und wir können jetzt nach Lothering. Wir haben aber auch unser Lager. Ich weiß nicht, das Lager ist halt immer irgendwo. Ich vermute nicht hier irgendwo auf der Karte zu sehen, sondern halt wirklich, das ist halt so ein abgeschlossener Bereich, wo man dann rasten kann. Genau, das ist Lothering. Davon hat Morrigan vorhin gesprochen. Ein kleines, in unmittelbarer Nähe des kaiserlichen Hochwegs gelegenes Dorf am Rande der Hinterlande. So, dann haben wir hier noch Grenzbereich des Brazilienwaldes. Deren Gefahren Einzug in zahlreiche Legenden gefunden haben. Denerim, die größte Stadt und gleichzeitig der wichtigste Hafen für Reldens. Hier befindet sich außerdem der Sitz des königlichen Palastes. Hafen des Sees. Der im Schatten des kaiserlichen Hochwegs gelegene Hafen ist in diesen Tagen die einzige Möglichkeit, den Turm zu erreichen. Der Turm des Zirkels. Dieser Turm, der sich in der Mitte des Sees erhebt, ist die Heimat von Reldens Zirkel der Magie. Und hier sind wir tatsächlich gewesen, bis vor kurzem. Schloss Radcliffe. Diese weit oberhalb des Dorfes aufragende Festung ist das Zuhause von Earl Eamon Garin. Dorf Radcliffe. Ein Fischerdorf am Ufer des Sees. Sulcher Pass. Obwohl dieser Weg nach Norden gefährlicher ist als der Galen-Pass, verkürzt der Sulcher Pass die Reise nach Orlais um mehr als 2 Tage. Das ist, glaube ich, ein DLC, soweit ich das weiß. Und Frostgipfelgebirge, eine Kette von hoch aufragenden Gipfeln, die sich im Westen für Reldens erstreckt und eine natürliche Grenze zu Orlais bildet. Und dort geht es dann eben nach Orlais. Ja gut, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade nur 2 Möglichkeiten, direkt nach Lothering oder erstmal ins Lager. Wir gehen kurz ins Lager, würde ich sagen. Da zeige ich euch nämlich schnell noch. So sieht unser Lager hier aus. Hier sind alle unsere Verbündeten und hier können wir im Prinzip mit denen reden. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt reden will. What do you need? Ask away. So, was genau kann denn ein Templer eigentlich alles? Genau, wir können jetzt im Prinzip mit ihm in Ruhe quatschen, bevor es weitergeht. Was kann denn ein Templer alles? Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. Haha. Templer setzen also Magie ein? You could call it that, sure. The Chantry doesn't look on it the same way, however, since really our talents only work on mages. Against a regular person, I'm just a guy in a metal suit. Okay. Habt ihr viele Magier gejagt? No, I never actually became a full Templar. Duncan recruited me before I took my vows. I was only present during one harrowing. That was all I needed, too. I don't know how anyone could get through that. The girl they tested, she had a demon put inside her to see if she could resist. And she couldn't. We had to end it quickly. Boah. I have to say I didn't have much interest in becoming a Templar after that. Okay.
Schade, dass wir hier nicht einlenken können, weil wir waren ja selber auch bei der Läuterung. Dann könnten die Templer doch die Kirche leiten. You'd think that, but it's not so. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given lyrium to help develop our magical talents, you see. Which means we become addicted. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. Ja, das heißt, dass ihr im Prinzip an der kurzen Leine gehalten werdet durch den Lyrium-Zufluss. Ihr wart also süchtig nach diesem Lyrium? Thankfully, no. You only start receiving lyrium once you've taken your vows. Ah. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templars' talents more effective. Or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. So, wir können dann natürlich auch noch über mehr Themen reden. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.